Man sollte sich auf jeden Fall niemals über Straßen beschweren, weil es kann immer noch schlimmer werden. Jetzt sind wir hier längs so verdammten Flussbett mit riesigen Steinen. Boah. Geht's? Geschafft. Hier sieht es wieder besser aus. Boah. Junge Dame, was machen Sie hier? Ich spaziere mit meinem Rad im Nationalpark. Und am besten, wenn der 45 Kilo wiegt. Boah, so eine krasse Straße hatten wir noch nie, oder? Darf man das überhaupt noch Straße nennen? Ich glaube, krasser kann es nicht werden, oder? Ich meine, riesige Steine und dazu fließt dann da auch noch ein Bach durch. Ach, es ist alles ein Witz. Abenteuer pur. Wir haben es so gewollt.
heute, neuer Tag, neue Herausforderungen. Gestern nicht mehr so viel gefilmt. Irgendwann war mir das alles zu viel. Ich konnte diese großen Steine nicht mehr sehen. Das war alles zu anstrengend. Das Rad war so schwer. Dann bin ich auch ein bisschen gestürzt. Und dann konnten wir lang keinen Zeltplatz finden. Die Mücken haben uns aufgegessen. Boah, nee, das war irgendwann echt zu viel. Aber jetzt scheint die Sonne wieder. Ja, die Mücken sind wieder da. Die Mücken sind wieder da. Wir haben ausgeschlafen, uns ausgeruht und ja, geht's weiter. Die Straße sieht aber wieder richtig gut aus. Uff. Da geht die Straße weiter. Oh, ist glaube ich nicht so wild hier. Das passt. Wow. Boah, es ist sowas von schweinekalt. Die Füße frieren echt fast ab dabei, keine Ahnung. Ja, die sind kurze Zeit so taub. Es ist keine Ahnung. Was weiß ich, wie warm ist es? 5 Grad oder so? Keine Ahnung. Ja, ich glaube 10 Grad war es, ist auch schon sehr kalt. 10 Grad ist auch schon kalt, ne? Ja, ich glaube. Aber das hier ist wirklich eiskalt. Vielleicht ist es echt noch kälter. Uff. Gut, aber geschafft. Laut Karte sollte das der letzte große Fluss sein. Mal gucken. Ich hoffe es. Erstmal zumindest. Ist echt anstrengend und kalt. Es sind jetzt noch irgendwie 30 Kilometer bis Kumora. Das erste Dorf seit langem. Da gucken wir dann, dass wir einkaufen können und vielleicht auch ein Hotel finden, eine Gostinica. Ein bisschen Pause, ein Bad oder eine heiße Dusche. Tut auf jeden Fall Not. Ja, sollten wir heute eigentlich schaffen, wenn jetzt nichts Großartiges mehr dazwischen kommt. Aber ja, die Wege können eigentlich nicht schlimmer werden. Ich weiß, man sollte es nicht sagen, aber wie soll das hier noch zu toppen sein? Boah, ich bin kurz vorm Durchdrehen. Der scheiß Weg hier ist einfach nur noch irgendein scheiß Fluss mit scheiß Stein und die Moskitos gehen gar nicht mehr klar. Nix hilft. Das ganze Gesicht ist komplett zerstochen. Wir haben schon die Jacke angezogen, obwohl es super warm ist. Scheiße. Noch 15 Kilometer, glaube ich. Jetzt sowas hier. Scheiße. So, wir haben jetzt
Gepäck und Fahrräder getrennt. Das waren jetzt 500 Meter oder so, würde ich sagen. Feinste Geröllpiste, wie ihr hier seht. Da sind wir mit den Rädern mit Gepäck nicht mehr durchgekommen, deswegen haben wir Gepäck jetzt einzeln getragen, Räder auch. Gleich geschafft. Da oben liegt noch ein Sack. Räder haben wir schon durch. Dann verlassen wir jetzt diesen Fluss und ich hoffe, dass damit dann diese Geröllpiste aufhört, weil das war bis jetzt immer nur, wenn wir an einem Fluss waren. Quasi halt, ja, irgendwie irgendwelche Flussbetten oder sowas sind das hier im Endeffekt. Und ja, jetzt verlassen wir den Fluss. Eben schon einmal kurz um die Kurve geguckt. Sah ganz gut aus. Aber ja, es sind halt auch noch 14 Kilometer oder so. Kein Plan, was uns noch erwartet. Ich hoffe, die nächste Szene, wenn hier jetzt gleich der Cut kommt, ist, dass wir froh und munter in Coomora angekommen sind. Boah, die Moskitos sind sowas von krass. Zum Glück haben wir diesen Hut noch am Start und es ist uns eingefallen, dass wir den haben. Aber die Hände und Füße sind komplett zerstochen. Guten Morgen. Guten Morgen, wir haben es geschafft. Wir sind gestern in Coomora angekommen und ja, haben ein bisschen was eingekauft bekommen. Eine Gostinica, ein Hotel gab es da leider nicht. Deswegen sind wir wieder rausgefahren aus dem Dorf. Also es ist quasi hinter uns irgendwie 3 Kilometer oder so. Wir sind jetzt quasi an der Kreuzung, wo es nach rechts nach Coomora geht und geradeaus auf die 110 Simnik. Und in die Richtung geht es jetzt Richtung Novo Ujan. Das sind ungefähr 70 Kilometer. Das wollen wir heute schaffen und uns da dann ein Hotel nehmen. Ein paar Tage Pause machen, ein bisschen ausruhen. Und ja. Heißes Bad nehmen, duschen. Genau. Und ausruhen, ja. War echt ein ziemlich schöner Campingspot gewesen hier. An dem See. Isakra oder sowas. Irgendwie so. Gut. Gefrühstückt haben wir schon, wir packen die Sachen. Gleich geht's weiter. Letzte Etappe. Vorerst. Mal wieder. 65 Kilometer gemacht. Wir sind kurz vor Novo Ujan. In die Richtung müssen wir. Aber ja, wir sind an einer sehr besonderen Kreuzung angekommen, weil wir sind am Ziel unserer Expedition, sage ich mal, angekommen. Wir sind auf der BAM, so heißt die Straße, Baikal-Amurskaya Magistral. Genau, also vom Baikalsee Zum Amur. Zum Amur-Kreis. Und ja, die Straße geht entlang dieser Bahngleise, die man da im Hintergrund sieht. Und hier sieht sie ziemlich gut aus. Hier sieht sie echt gut aus. Die wird auf jeden Fall auch wieder abenteuerlicher. Wir müssen nochmal genaue Informationen einholen, wie abenteuerlich das wirklich wird. Und wir gucken einfach mal, wie weit wir da auf der Straße fahren können. Es gibt auch wieder diverse Flussüberquerungen und so weiter. Ja, aber für jetzt fahren wir erstmal in die Richtung nach Novo Ujan. Das sind ungefähr noch 3 Kilometer oder 2 oder so. Und danach, wir machen ein paar Tage Pause und dann geht es weiter. In die Richtung. Richtung Osten. Richtung Taximo und Tunda im Optimalfall. Wobei das schon ganz schön weit ist. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Ja, den Weg, den wir gerade genommen haben, war echt nicht gut. Ich finde die Straße, die daneben läuft, viel besser. Michael will nicht zurückfahren, deswegen er will auf dem Weg fahren und dann gucken, wie er auf die Straße kommt. Und ich bin der Meinung, dass es viel schneller geht, wenn ich jetzt
Einfach diese 500 Meter zurück.